Heute bei den Lately News hat sich in Erfurt ein Mann einen ungewöhnlichen Schlafplatz ausgesucht. Da er spät abends kein freies Hotel mehr gefunden hatte, legte er sich zum Schlafen in den Kofferraum seines Autos. Leider bemerkte er erst am folgenden Morgen, dass er sich im selbigen eingeschlossen hatte. Zum Glück konnte ihn die Feuerwehr aus dem Kofferraum befreien. Am Ende war für ihn die Rettungsaktion aber leider teurer als 5 Nächte im Adlon, da aber bei deutlich schlechterem Geruch als im Kofferraum. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, denn alles andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt aus unzähligen Episoden der erfolgreichen US-Serie Magnum, wo ich Tom Sellecks Sohn gespielt habe, der natürlich schon mit 3 Monaten ein Schnauzbart hatte. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, Telelotto aus dem DDR-Fernsehen auch noch heute quotentechnisch weiter abzuhängen. Natürlich bin ich heute wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Bielefeld oder aus Reda-Wiedenbrück, wo dieses Pferd gerade erfahren hat, dass bei Tönnies nur noch Schweine und Rinder verarbeitet werden sollen. Außerdem ist auch heute wieder unser Sonderzeitreise-Korrespondent Dr. Who zu Gast, der uns die neuesten Wibbly-Wobbly Timey-Wimey Trends zeigen wird. Sofern er nicht in der falschen Zeit landet und dort wieder alles durcheinander bringt. Oder muss er in der falschen Zeit landen, damit er alles durcheinander bringt, damit wir überhaupt existieren können? Mist! Ich hoffe, der Doktor bringt Sokrates mit, der kann uns das besser erklären als Einstein das letzte Mal. Der war nämlich ein relativ langweiliger Erklärbär. Aber kommen wir zuvorerst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und fangen an mit Berlin. Nicht jeder kommt mit den immer neueren Geräten klar. Als WhatsApp aufkam, da installierte ich das natürlich auch bei meiner Tante Erna auf ihrem neuen iPhone XXX Max. Nur wunderte ich mich anfangs immer, warum sie nie auf meine Nachrichten antwortete. Die Erklärung kam dann meistens 1 oder 2 Tage später per Post. Denn meine Tante Erna weiß zwar, welches Kabel man bei einer Bombe durchschneiden muss, aber mit WhatsApp kam sie einfach nicht klar. Deshalb schickte sie mir ihre Antworten einfach per Brief. Nur damit ist meine Tante Erna scheinbar nicht alleine. Denn wie sich herausstellte, sind die Mitarbeiter der Berliner Bezirksämter und der Senatsverwaltung dienstlich angewiesen worden, sämtliche E-Mails von Bürgern nicht per E-Mail zu beantworten, sondern dürfen diese nur per Brief beantworten. Und wenn man sich nun fragt, warum wir hier in Berlin schon seit 1783 einen neuen Flughafen bauen, dann könnte diese Art der Kommunikation der Schlüssel zur Antwort sein. Währenddessen in Waldshut-Tiengen. Es ist immer wieder sehr informativ, wenn man abends im Briefkasten eine DHL-Karte findet, die einem erklärt, dass man, obwohl man eigentlich den ganzen Tag zu Hause war, eben genau das nicht war. Und man nun das Paket im Idealfall am anderen Ende der Stadt abholen kann. Oder in der nächsten Stadt. Um den Kunden diesen Ärger zu ersparen, hat sich eine DHL-Botin im baden-württembergischen Waldshut-Tiengen gedacht, die Pakete erst gar nicht auszuliefern, sondern selber zu behalten. Da in Waldshut-Tiengen nicht so viele Menschen wohnen, fiel es lange Zeit auch gar nicht weiter auf. Klar gab es ab und zu einen Kommentar eines Nachbarn, dass auch er sich genau diesen Rasenmäher bestellt hatte, der aber noch nicht angekommen war. Aber ansonsten passierte nicht viel. Erwischt wurde sie übrigens erst, als sie die 101. Sendung behielt, denn das kam der DHL nicht mehr koscher vor, dass 101 Sendung verloren gegangen ist. Derweil in Miami. Die Corona-Krise hat uns alle ziemlich gebeutelt. Was war der Lockdown hart, als wir nur noch unsere Wohnung verlassen durften, wann wir wollten. Aber nicht zu Omas Geburtstag mussten, weil sie immer noch von damals gerne erzählt, wie toll es war, aber man ja nichts wusste damals. Als ob auch nicht schon 1966 klar gewesen wäre, dass das Wembley-Tor niemals hätte zählen dürfen. Ach ja, und vom scheiß Dritten Reich erzählt Oma auch andauernd.
obwohl sie 1960 geboren wurde. Dass man aber die Corona-Hilfsprogramme auch abziehen kann, ist einem Mann in Florida gelungen, der das sogenannte Paycheck Protection Program durch erfundene Firmen um 3,9 Millionen Dollar erleichterte. Erwischt wurde er, als er zu einem Termin beim örtlichen Arbeitsamt mit einem Lamborghini vorfuhr, sich beim Reingehen einmal durch die Haare wuschelte und nun im Arbeitsamt den armen Mann spielte. Klassischer Anfängerfehler, man fährt bei sowas immer nur mit dem Ferrari vor. Und noch zum Abschluss, das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal das Page Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Page Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Ich bin jemand, der sehr viel unterwegs ist und dementsprechend nur in den nobelsten Hotels der Welt eincheckt. Sei es in Dubai, in Alis Luxushostel, Massagesalon oder in Moskau im Matroschkas, das hier später am Abend ist, auch immer kleiner wird. In den USA übernachte ich sehr gerne im Trump Tower, weil man nirgends, wenn man etwas deprimiert ist, so viel lachen kann wie bei den Preisen im Trump Tower. 35 $ für eine kleine Cola? Kein Wunder, dass die amerikanische Wirtschaft nicht anspringt bei solchen Dumpingpreisen. Bloß arbeiten in den Hotels auch viele seelenlose Pagen. Leider wusste ich nie, warum Pagen keine Seele haben, genauso wenig wie Praktikanten oder Chefredakteure bei der Bild. Ich tippe mal auf einen schlechten Deal mit einem Kreuzungsdämon. Das erzählte mir eine Ausgabe des Page-Magazins, das einsam an der Bar im Trump Tower saß und nur auf einen interessierten Leser wartete. Also gab ich ihm einen Scotch für läppische 63.000 $ aus. Deshalb sei nicht gewarnt, Page-Magazin, die dunkelgrüne Lately Fake News Karte an dich und du stehst ab sofort wieder an einer Kreuzung mit einem Dämon deiner Wahl. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.